Willkommen bei der Late Night Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen wir mal auf die Show selber. Denn das hier ist die 200. Ausgabe der Late Night Show. Applaus! Okay, das war jetzt hier nicht sehr überzeugend. Bevor es jetzt weitergeht, notiere ich mir lieber mal die Personalnummern derer, die nicht applaudiert hatten. Ja, ich habe das gesehen. Ja, auch du da hinten. Ja, du jetzt gehst mir es nicht. Ja, ich sehe dich doch da hinten dich verstecken. Nur ehe wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke. Denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann garantiert das, dass es eine 201. und 202. Show überhaupt noch geben wird. Und ich sehe schon die vielen Kommentare, in denen stehen wird, 201. Show entabonniert. Aber nutzen wir die Chance und schauen wir einmal kurz zurück, wie alles anfing. Damals um 1947 herum. Das ist die Late Night Show und mein Name ist Florian Streletz. Ja, ich denke, es ist wirklich Zeit, mein Geständnis abzuliefern. Wir haben echt Bockmist gebaut. Und ich meine, richtigen Mist gebaut. Nicht wie die anderen, die immer gerne rumstümpern. Nein, ich meine, wir haben richtigen Mist gebaut. Bockmist. 1,90 Meter großer orangener Bockmist. Dabei hatte alles so super angefangen. Wir dachten nämlich anfangs, wir würden den größten und besten Streich der Geschichte spielen. Wir würden unser Orson Welles Krieg der Welten erschaffen. Aber es ging buchstäblich nach hinten los. Und ich meine, okay, es ist Zeit, ehrlich zu sein, wir haben Donald Trump erfunden. So wie er heute ist. Den Donald Trump, der Frauen wie Dreck ansieht und sich wie ein südamerikanischer Diktator geriert. Aber alles hatte ganz anders angefangen, mit einer ganz anderen, tollen Intention. Bro, du bist total pleite. Ja, du bist ein Loser. Ein Loser mit verdammt kleinen Händen. Aber wir können dir helfen, denn wir haben einen Plan. Wir machen dich, Donald, zum US-Präsidentschaftskandidaten im Jahre 2016. Ja, ich weiß, das ist noch etwas hin bis dahin, aber so etwas muss super geplant werden. Wichtig ist zuallererst, dass du dich änderst. Du bist ein weltbekannter Menschenfreund, ein Vorbild für jeden Feministen. Das musst du sofort alles ablegen. Du musst fies werden, ja geradezu bösartig. Sexismus pur, alles um jeden gegenüber. Lass mich mal hier hinten bitte raus. Alter, wie aggro bist du denn? Die Tür hat eine Klinke, wie alle Türen. Alter, klar klopft er wie ein Honk einfach an die Tür. Und so haben wir den Grundstein gelegt für den besten, den größten Streich der Menschheitsgeschichte. Und was noch passierte? Spoiler-Alarm, noch mehr Selbstbräuner. Beim nächsten Mal. Scheiße, sah ich damals noch verdammt jung aus. Ich werde oft gefragt, was es mit diesen blauen Zetteln hier auf sich hat. Und ich denke mal, nach 200 Folgen ist es einmal Zeit, das Geheimnis zu lüften. Dass es nämlich gar kein Geheimnis zu lüften gibt. Okay, dieses alles sehende Auge links in der Ecke hat natürlich keinerlei Bedeutung, auch wenn es mich immer anblickt, egal wo ich das Blatt gerade habe. Eigentlich ist das hier nur der Drehplan und das Skript der jeweiligen Show. Ansonsten ist auf dem ersten Blatt meistens noch ein Bild für mich zum Ausmalen drauf, wenn es halt mal wieder etwas länger dauert, weil irgendwer immer irgendwas vergessen hat und ich damit beschäftigt bin. Dieses Mal ist es, wie passend, ein pupsendes Einhorn. Und bei der Bewegung, wenn ich die Show beginne, wo ich so tue, als ob ich etwas schreiben würde, schreibe ich wirklich etwas. Nämlich meine Unterschrift. Denn hier ganz unten ist eine Verzichtserklärung, dass ich die Late Night Show und deren Töchterunternehmen nicht verklagen werde, wegen durch die Show verursachte körperliche und seelische Schäden. Hier wiederum muss ich eintragen, wer oder was das What the Fuck der Woche ist. Das war mal ein kleines Segment in der Show, hat nur irgendwann einfach nicht mehr reingepasst, aber weil es viel zu gut war für die runde Ablage, schreibe ich es nun jede Woche in mein Skript vor der Show. Und zu Ehren der 200. Ausgabe ist das What the Fuck dieser Woche niemand Geringeres als Jensi Spahn. Denn vor einiger Zeit habe ich eine Show gemacht über das Sofortprogramm Pflege von Jensi Spahn. Als ich mir dann irgendwann mal die Analysedaten der Show bei YouTube angeschaut habe, da ist mir bei dieser Show etwas aufgefallen, nämlich dass genau bei 5 Minuten und 11 Sekunden die Zuschauerbindung einmal komplett abgestürzt ist. Naja, vielleicht findest du ja raus, wieso. Auch das Hauptproblem, die Altenpflege, soll mit dem Sofortprogramm angegangen werden. Denn wir werden immer älter und immer mehr brauchen spätestens im Alter Pflege. Leider
fällt es nicht unter die Pflegestufe 1, wenn man 2 Praktikanten dazu verdonnert, einen mit Palmblättern Luft zuzuwedeln und einen mit Weintrauben zu füttern. Aber das sollte uns am besten der Master of Gesichtsdesaster, der Super Mario in the Streets and Princess Peach in the Sheets der Politik selber erklären, nämlich Jens Spahn himself. In der Altenpflege in einem ersten Schritt 13.000 neue Stellen. In jeder Pflegeeinrichtung soll was davon ankommen. Und genau wegen Jensi können wir keine schönen Dinge haben. Zu noch schöneren Dingen gehörte auch schon seit ein paar Jahren mein Wie aus sagen würde dazu, was es allerdings seit einiger Zeit nicht mehr gibt. Und ich wurde natürlich auch gefragt, warum nicht? Das hat mit unserem letzten, wie auch Norbert Blüm sagen würde, zu tun. Wir hatten aber in der Show über die Altersarmut Norbert 2 unfreiwillige Cameos reingeschrieben, ohne zu diesem Zeitpunkt von seinem Schicksalsschlag zu wissen. Und mit dem Zusammenhang seiner Erkrankung wirkten die beiden Auftritte von Norbert dann in der Show irgendwie komisch. Aber so wenig ich mit ihm als Politiker je einer Meinung war oder bin ich von ihm menschlich angetan. Denn im Gegensatz zu solchen Vögeln wie Pierre Steinbrück, dem man auch in seiner Satire ansehen kann, dass es für ihn kein Spaß ist, sondern seine abfällige Art ist, mit allen niederen Menschen, also uns allen, umzugehen. So ist das bei Norbert Blüm komplett anders. Der ist mit einer Selbstironie aufgetreten, die ich vielen, vielen anderen Politikern nur wünschen könnte. Und ich gehe mal davon aus, dass er der Letzte ist, der sich angegriffen fühlen würde von dieser Show. Aber gerade deswegen ist das, was auch sagen würde, mit ihm das letzte Mal gewesen. Denn ich denke, man kann dieses kleine Segment nicht besser enden lassen, als mit einem Menschen wie Norbert Blüm. Und um ihn noch einmal zu ehren, hier mein naiver Versuch, ihn nachzumachen. Ich habe schon damals 1986 gesagt, und ich sage es auch heute immer wieder, die Rente ist sicher. Das war damals kein Wahlwerbegag, sondern bitterer Ernst. Denn dass die Rente kommt, ist so sicher wie das Amen in der Kirche oder wie ein Neonazi in der CDU in Sachsen-Anhalt. Leider wurde ich damals nur vollkommen falsch zitiert, denn die Rente ist sicher war damals leider nur ein kurzer Auszug meiner Aussage. Aber schön, dass ich nun hier in dieser äußerst seriösen und sehr erfolgreichen Show die Chance habe, das endlich einmal klarzustellen. Die Rente ist sicher und sie wird für jeden kommen, das ist so sicher wie der Tod. Denn die Rente ist sicherlich werden sich viele dann als Rentner den Tod geradezu wünschen bei einer Rente von weniger als 500 € im Monat. Aber trotzdem, die Rente ist sicherlich kein Grund zum Feiern, zumindest außerhalb der CDU. Hashtag YOLO, you only live once as a Bundesarbeitsminister. Es gäbe vermutlich noch so viel mehr zu zeigen aus 200 Folgen der Lately Show. Wie ich zum Beispiel Folgen der Show bei YouPorn hochgeladen habe und die dort besser liefen als hier. Wie ein tanzendes Zebra mehr Aufmerksamkeit bekam als die Show, in der es getanzt hatte. Dann, und ich weiß echt nicht warum, gewinnt dieses Studio jedes Jahr mindestens 2 Venus-Auszeichnungen. Und ich weiß bei aller Liebe zur Pornografie nicht, wann das hier passiert sein soll. Ich habe mir sogar schon angewöhnt, das Studio doppelt abzuschließen und trotzdem schicken die uns dann im Sommer immer die Auszeichnung. Wenn mal das Grimme-Institut so spendabel wäre bei deren bester Porno-Auszeichnung. Vielleicht sollte ich mehr Laiendarsteller einstellen und mehr Skripten, aber das hier ist nicht ProSieben. Hier haben wir etwas Würde, Verstand, Können und auch den ganzen anderen Scheiß, der ProSieben seit Jahrzehnten schon abgeht. Aber das kann man auch in deren neuen Slogan gut sehen. ProSieben, immerhin nicht so scheiße wie bei Sat.1. Also fassen wir einmal zusammen. Die 200 Sendungen gingen verdammt schnell ins Land. Und ich kann nur hoffen, dass es noch einmal 200 werden, sofern die neue Urheberrechtsreform das nicht anders sieht. Zum Glück habe ich mit der ARD und dem ZDF eine Art stille, nie kommunizierte Abmachung, dass das, was ich hier mache, auch für die ganz okay ist. Denn auch der neue Slogan von der ARD und dem ZDF ist nicht umsonst
ARD und ZDF immer nicht so scheiße wie bei Sat.1. Das Traumschiff davon ausgenommen. Das war's von der 200. Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.